Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch im Eiltempo. Heute erkunden wir spannende und effektive Methoden, um schnell Deutsch zu lernen. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Episode zu verpassen. Nachdem wir die Grundlagen des Spracherwerbs besprochen haben, wollen wir uns nun anschauen, warum klassisches Lernen oft langsam ist. Gerade auf dem A2-Niveau machen viele Lernende typische Fehler. Genau, ein häufiger Grund ist, dass viele versuchen, alles perfekt zu machen, bevor sie weitermachen. Das führt oft zu Frustration und Verzögerungen. Es ist wichtig, auch mal Fehler zuzulassen und daraus zu lernen. Ein weiterer Punkt ist, dass viele sich zu sehr auf das Auswendiglernen von Vokabeln konzentrieren, anstatt sie aktiv zu benutzen. Wörter werden so schnell vergessen, wenn sie nicht im richtigen Kontext angewendet werden. Richtig. Und das führt uns zu einem weiteren Fehler: zu wenig Praxis. Viele Lernende lesen oder hören viel, aber sprechen oder schreiben zu wenig. Da fehlt oft der Mut, die Sprache aktiv zu nutzen, obwohl das der Schlüssel zum Fortschritt ist. Und dann gibt es noch die Tendenz, Grammatikregeln isoliert zu lernen. Anstatt sich auf die Anwendung in echten Sätzen zu konzentrieren, pauken viele nur die Theorie. Das kann den Lernprozess unnötig verlangsamen. Ja, und oft wird auch ein zu starker Fokus auf schriftliche Übungen gelegt. Während diese hilfreich sind, sollte das Sprechen und Hören nicht vernachlässigt werden. Eine Balance in den Fertigkeiten ist entscheidend für den Erfolg. Außerdem sehen viele nur den klassischen Unterricht als einzige Lernmöglichkeit. Dabei gibt es so viele andere Ressourcen wie Podcasts, Filme oder Sprach-Apps, die das Lernen abwechslungsreicher und effektiver machen können. Ein weiterer Fehler ist, dass viele Lernende sich nur auf den Lehrer verlassen und nicht genug Eigeninitiative zeigen. Selbstständiges Lernen und regelmäßiges Üben sind essentiell, um Fortschritte zu machen. Genau. Und oft wird die Wichtigkeit der Motivation unterschätzt. Ohne klare Ziele oder Interesse an der Sprache kann das Lernen schnell zäh und langweilig werden. Es ist wichtig, sich immer wieder neu zu motivieren. Schließlich darf man nicht vergessen, dass jeder seinen eigenen Lerntyp hat. Was für den einen funktioniert, muss nicht für alle passen. Es ist wichtig, seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und darauf aufzubauen. Zusammengefasst, typisches klassisches Lernen kann langsam sein, weil es oft zu starr und unflexibel ist. Doch mit der richtigen Herangehensweise und der Bereitschaft, Fehler zu machen, kann man diesen Prozess deutlich beschleunigen. Genau. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie kann man den Lernprozess effektiver gestalten? Wir werden uns nun anschauen, welche Strategien und Tipps dabei helfen können, schneller Fortschritte zu machen. Um den Lernprozess zu beschleunigen, ist es entscheidend, die Sprache in den Alltag zu integrieren. Kleine, regelmäßige Übungseinheiten sind oft effektiver als gelegentliches, stundenlanges Lernen. Ja, genau. Zum Beispiel kann man versuchen, alltägliche Aufgaben wie das Einkaufen oder Kochen mit der neuen Sprache zu verbinden.
Das macht das Lernen praktischer und hilft, Vokabeln und Strukturen im Gedächtnis zu verankern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wiederholung. Studien zeigen, dass regelmäßige Wiederholungen die Behaltensquote erheblich steigern. Es reicht nicht, etwas einmal zu lernen, man muss es immer wieder auffrischen. Und Wiederholung muss nicht langweilig sein. Spiele, Quiz oder Apps können dabei helfen, den Lernprozess abwechslungsreich zu gestalten. So bleibt die Motivation hoch und das Lernen wird zur Gewohnheit. Das Sprechen sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen. Viele Lernende haben Angst, Fehler zu machen, aber genau das ist Teil des Lernprozesses. Es ist wichtig, mutig zu sein und jede Gelegenheit zu nutzen, um zu sprechen. Richtig. Tandempartner oder Sprachstammtische sind großartige Möglichkeiten, um in einer entspannten Atmosphäre zu üben und gleichzeitig von Muttersprachlern zu lernen. Auch das Nachahmen von Dialogen aus Filmen kann hilfreich sein. Außerdem kann es helfen, sich kleine, erreichbare Ziele zu setzen. Anstatt sich zu überfordern, sollte man sich auf kurze Gespräche oder das Erledigen einfacher Aufgaben konzentrieren. Das sorgt für Erfolgserlebnisse und motiviert weiter. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, die Sprache visuell zu unterstützen. Post-its mit Vokabeln an Alltagsgegenständen können dazu beitragen, das Vokabular im Kopf zu behalten und die Verbindung zur Bedeutung zu stärken. Musik und Podcasts können ebenfalls nützlich sein. Sie bieten ein authentisches Hörerlebnis und helfen, sich mit der Melodie und dem Rhythmus der Sprache vertraut zu machen. So wird das Hörverständnis spielerisch verbessert. Schließlich sollte man offen für neue Methoden sein und ausprobieren, was am besten zu einem passt. Jeder lernt anders und es ist wichtig, herauszufinden, welche Strategien am effektivsten sind, um schneller Fortschritte zu erzielen. Zusammengefasst, wer die Sprache in den Alltag integriert, regelmäßig wiederholt und aktiv spricht, legt die Grundlage für ein effektives und schnelles Lernen. Es kommt darauf an, die richtige Balance zu finden und mit Freude zu lernen. Genau, und mit diesen Ansätzen wird das Lernen nicht nur effektiver, sondern auch spannender. Das nächste Mal schauen wir uns an, wie man die Motivation aufrechterhält und welche Hilfsmittel dabei unterstützen können. Welche Methode verwendet ihr im Alltag, um das Lernen einer neuen Sprache zu unterstützen, und wie hilft sie euch, motiviert zu bleiben? Nachdem wir über effektive Lernmethoden gesprochen haben, wenden wir uns nun dem Hören und Nachsprechen zu. Diese beiden Aspekte sind entscheidend, um das Hörverständnis zu verbessern und die Aussprache zu trainieren. Genau, denn durch aktives Zuhören gewöhnt man sich an den Klang und die Struktur der Sprache. Podcasts und Hörbücher auf Deutsch sind dafür ideal. Sie bieten authentische Kontexte und sind oft sehr unterhaltsam. Wichtig ist, dass man regelmäßig zuhört. Das hilft, die Melodie und den Rhythmus der Sprache zu verinnerlichen. Selbst wenn man nicht jedes Wort versteht, trainiert man so das Gehör und die Sprachmelodie. Nach dem Hören kommt das Nachsprechen. Es ist eine effektive Methode, um die eigene Aussprache zu verbessern.
Dabei kann man sich auf einzelne Sätze konzentrieren und versuchen, sie so genau wie möglich nachzusprechen. Stimmt, und es ist hilfreich, sich dabei aufzunehmen. So kann man die eigene Aussprache mit dem Original vergleichen und gezielt an Schwächen arbeiten. Mit der Zeit wird man immer sicherer und flüssiger. Um das Gelernte zu festigen, sind kleine Routinen im Alltag nützlich. Zum Beispiel kann man morgens beim Frühstück die Nachrichten auf Deutsch hören oder abends einen kurzen Podcast einschalten. Richtig. Und auch beim Spazierengehen oder Sport kann man die Zeit nutzen, um sich mit der Sprache zu umgeben. So wird Lernen ein natürlicher Teil des Tages und man bleibt stetig im Kontakt mit der Sprache. Ein weiterer Tipp ist, Dialoge aus Filmen oder Serien nachzusprechen. Das macht nicht nur Spaß, sondern hilft auch, Redewendungen und Umgangssprache zu lernen, die im Alltag häufig vorkommen. Dabei sollte man sich nicht scheuen, Fehler zu machen. Fehler sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses und zeigen, dass man sich aktiv mit der Sprache auseinandersetzt. Aus ihnen lernt man am meisten. Außerdem können kleine, erreichbare Ziele motivieren. Zum Beispiel ein kurzes Gespräch im Laden auf Deutsch führen oder sich eine interessante Redewendung merken. Solche Erfolge treiben an und geben Selbstvertrauen. Auch das Führen eines Lerntagebuchs kann hilfreich sein. Darin kann man festhalten, was man gehört und nachgesprochen hat und so den eigenen Fortschritt dokumentieren. Das steigert die Motivation zusätzlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hören und Nachsprechen wesentliche Bestandteile des Sprachenlernens sind. Durch kleine Routinen wird das Lernen zur Gewohnheit und der Fortschritt stellt sich fast von selbst ein. Wie integriert ihr das Hören und Nachsprechen in euren Alltag, um euer Deutsch zu verbessern? Nach den praktischen Tipps zum Hören und Nachsprechen sollten wir nun darüber sprechen, wie man einen Lernplan erstellt, um motiviert zu bleiben und Fortschritte zu sehen. Absolut. Ein gut strukturierter Lernplan kann Wunder wirken. Er hilft dabei, den Überblick zu behalten und regelmäßig zu lernen, was entscheidend für den Fortschritt ist. Wichtig ist, realistische Ziele zu setzen, die erreichbar sind. Ein Ziel könnte sein, jede Woche neue Vokabeln zu lernen oder ein Kapitel eines Buches zu lesen. Genau. Und es ist motivierend, wenn man diese Ziele erreicht. Dabei hilft es, die Erfolge zu feiern, egal wie klein sie erscheinen mögen. Ein erreichtes Ziel ist ein Grund zur Freude. Ein abwechslungsreicher Plan hält die Motivation hoch. Man kann an einem Tag Grammatik üben und am nächsten Tag einen Film auf Deutsch schauen. Vielfalt macht das Lernen spannend. Man könnte zum Beispiel auch Online-Sprachspiele nutzen oder an einem virtuellen Stammtisch teilnehmen, um die Sprache im Gespräch zu üben. Routine ist ebenfalls wichtig. Wenn man sich feste Zeiten zum Lernen einplant, wird es zur Gewohnheit und fällt leichter, sich daran zu halten. Dabei sollte man flexibel bleiben. Wenn der geplante Zeitpunkt nicht passt, kann man die Lernzeit verschieben, anstatt sie ganz ausfallen zu lassen.
Ein weiterer Tipp ist, sich mit anderen Lernenden auszutauschen. Eine Lerngruppe oder ein Sprachpartner kann zusätzliche Motivation bieten. Gemeinsam lernt es sich oft leichter und man kann sich gegenseitig unterstützen und motivieren, wenn man mal in ein Tief gerät. Auch das Tracking von Fortschritten ist wichtig. Ein Lerntagebuch, wie bereits erwähnt, hilft dabei, die eigenen Erfolge festzuhalten und zu reflektieren. Durch das Notieren von Fortschritten sieht man schwarz auf weiß, was man schon erreicht hat, und das gibt einen Motivationsschub. Schließlich darf man nicht vergessen, Pausen einzuplanen. Das Gehirn braucht Zeit, um das Gelernte zu verarbeiten, und Überforderung kann schnell demotivieren. Genau, regelmäßige Pausen und kleine Belohnungen zwischendurch machen das Lernen angenehmer und nachhaltiger. Zusammengefasst ist ein gut geplanter Lernplan mit realistischen Zielen und abwechslungsreichen Methoden der Schlüssel zum erfolgreichen Sprachenlernen. Mit Motivation und Struktur wird der Weg von A2 nach B1 zu einer spannenden und bereichernden Reise, die Freude macht und Erfolge bringt. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Wir hoffen, dass unsere Tipps zum Lernplan euch geholfen haben. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Erfahrungen oder Lieblingsmethoden. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, um über neue Episoden informiert zu werden. Gebt uns ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Euer Feedback motiviert uns, weiterhin hilfreiche Inhalte zu erstellen. Bis zum nächsten Mal. Der Lernplan. Ein Lernplan bringt Struktur ins Lernen. Mit einem Lernplan lernt man regelmäßiger. Das Hörverständnis. Das Hörverständnis verbessert sich durch Podcasts. Gutes Hörverständnis hilft beim Sprechen. Die Sprachmelodie. Die Sprachmelodie ist im Deutschen sehr wichtig. Durch Zuhören lernt man die Sprachmelodie besser. Der Sprachpartner. Ein Sprachpartner motiviert beim Lernen. Mit einem Sprachpartner spricht man mehr Deutsch. Die Redewendung. Eine Redewendung klingt oft sehr natürlich. Mit einer Redewendung wirkt die Sprache lebendiger.